Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie im Namen des Deutschen Historischen Museums heute Abend zu begrüßen, hier im Paibau zum 6. Abend und zum abschließenden Abend der Reihe von unserem Begleitprogramm zu der Ausstellung, die Sie unten ja noch sehen können, Gewaltausstellen, erste Ausstellung zur NS-Besatzung in Europa 1945 bis 1948. Ich freue mich, dass Sie da sind. Die Veranstaltungsreihe fand in den vergangenen Monaten an ganz verschiedenen Orten statt, nämlich denen, in denen eben diese ersten Nachkriegsausstellungen auch stattgefunden hatten, in London, in Paris, in Liberec, in Warschau und in Bergen-Belsen. Dort vor Ort haben wir dann jeweils Auseinandersetzungen gehabt mit Experten, Expertinnen aus diesen Ländern, also aus Großbritannien, Frankreich, Tschechien, Polen und Israel. Und insofern war das so eine Auseinandersetzung jeweils mit einem der 6 Ausstellungen, die Sie unten sehen können. Ich sehe auch hier Frau Pietraschek ist hier, die Kuratorin, die sozusagen angefangen hat, zuerst über die Warschauer Ausstellung zu forschen. Heute Abend hier in Berlin wollen wir jetzt die Perspektive etwas weiten, also nicht jeweils über eine dieser 6 Ausstellungen sprechen, sondern uns Fragen stellen, wie sich die museale Erinnerungskultur an den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Besatzung in Europa seither weiterentwickelt hat. Und wir freuen uns, dass wir für die Diskussion dieser Frage 2 ganz herausragende Wissenschaftlerinnen gewinnen durften. Und ich freue mich, Sie zu begrüßen, Liliane Radonjic und Katja Machotina. Schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr dann auf die Diskussion und schön, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Unsere Ausstellung hier am DHM macht deutlich, dass diese frühen Ausstellungen in einer Art historischen Zwischenzeit entstanden sind. Der Krieg ist noch kaum oder gerade erst beendet und die Nachkriegsordnung mit ihrer Teilung durch den Eisernen Vorhang in Ost und West bildet sich erst so langsam heraus, ist noch nicht da. In diesem Schwebezustand entstehen transeuropäische Begegnungen, Ausstellungen wandern über Grenzen, tragen zwar oft jeweils nationale oder bestimmte ethnische Perspektiven, doch sie bewahren zugleich auch eine Offenheit, eine Beweglichkeit, die bald von der politischen späteren Blockbildung zu einem Ende kommt. Ein besonders aufschlussreiches Beispiel ist die Ausstellung Warschau klagt an, die im Polnischen Nationalmuseum in Warschau im Mai 1945 eröffnet wurde. In der Ausstellung sehen Sie ein Foto, das den Museumsdirektor Lorenz zeigt, wie er das von der Sowjetunion gestützte polnische Staatsoberhaupt Bierut durch die Schau führt. Und direkt daneben hängt dann eine Aufnahme vom Besuch von Eisenhower, September 1945. Beide Bilder entstehen also im Abstand von einigen wenigen Monaten. Dass sowohl das kommunistische Staatsoberhaupt Polens als eben auch der Oberbefehlshaber der US-amerikanischen Truppen in Europa dieselbe Ausstellung sich zeigen ließen, unterstreicht, wie offen, auch fragil, das politische Terrain in diesen Monaten nach Kriegsende war. Die geopolitischen Fronten waren also noch nicht völlig verhärtet und so versuchte etwa die Warschauer Ausstellung auf internationaler Ebene das Bewusstsein für eine bestimmte Perspektive auf deutsche Verbrechen zu schärfen, zu zeigen. Sie ging auf Reisen und wurde sowohl in Westeuropa als auch in den sich langsam herausbildenden Ostblockstaaten gezeigt. Ich fand es natürlich bemerkenswert, dass allein in der Schweiz, als ein neutrales Land,
diese Ausstellung an 3 Stationen gezeigt wurde. Recht nah aneinander, Winterthur, Zürich, Bern, glaube ich, und darüber breit berichtet wurde. Also es zeigt, diese Reisen sind in ganz Europa getourt. Diese ersten Versuche, deutsche Besatzungsgewalt zu dokumentieren, zu deuten und auszustellen, erscheinen uns heute besonders aufschlussreich, nicht zuletzt, weil sie weitgehend in Vergessenheit geraten sind. Agatha Pietraszczyk, also unsere Kuratorin, hat ein übersehenes Kapitel der unmittelbaren Nachkriegszeit für uns, das kann man sagen, neu erschlossen. Ich habe das auch bemerkt bei den Gästen, die ich durch die Ausstellung geführt habe, darunter wirklich absolute Experten und sehr, sehr prominente Historiker aus der ganzen Welt. Allen praktisch war das Thema völlig unbekannt. Heute Abend möchten wir von diesen frühen Ausstellungen ausgehend einen Bogen schlagen zu späteren Entwicklungen und vielleicht auch bis in unsere Gegenwart kommen. Wie hat sich die Erinnerung an Krieg, Besatzung, Holocaust, Verfolgung, vor allem im musealen Kontext seit der unmittelbaren Nachkriegszeit verändert? Welche Formen gab es dafür in europäischen Vergleichen? Und auf welcher Ebene lässt sich überhaupt von so etwas wie einer europäischen Erinnerung überhaupt sprechen? Was bedeutet das? Wie kann eine gemeinsame Erinnerung gelingen, ohne Täter- und Opferperspektiven zu verwischen oder die sehr unterschiedlichen Erfahrungen in Europa, auch in Ost und West, zu übergehen? Und wie dringlich ist ein solches Vorhaben angesichts aktueller globaler Konflikte, etwa angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, aber auch angesichts des steigenden Antisemitismus in Europa seit dem 7. Oktober, der sich ja gestern zum 2. Mal gejährt hat. Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit dem ZWBE, dem Dokumentationszentrum, was sich mit der Besatzung Europas durch Nazi-Deutschland beschäftigt, entstanden. Mit dessen Realisierung bin ich seit nunmehr 5 Jahren beauftragt vom Deutschen Bundestag. Erst kürzlich konnte ich hier den Kulturausschuss des Bundestags begrüßen, durch die Ausstellung führen und den Parlamentarierinnen nochmal sozusagen in Erinnerung rufen, dass dieses Zentrum eine Initiative des Bundestags war und dass wir gerne gemeinsam daran weiterarbeiten wollen, um das tatsächlich zu verwirklichen. Für das Okkupationsmuseum sind diese Fragen nach der europäischen Erinnerung, die wir heute Abend besprechen, absolut entscheidend. Wie wird in den ehemals von Deutschland besetzten Ländern heute auf diese Gewaltgeschichte geblickt? Welche Leerstellen bestehen in der deutschen Wahrnehmung? Und wo sollte ein solches Dokumentationszentrum ansetzen, um diese unterschiedlichen Perspektiven sichtbar zu machen und, wenn möglich, auch in einen Dialog zu bringen? Wir hoffen, dass diese Ausstellung und die europäische Veranstaltungsreihe nur erste Schritte waren, um diese Fragen öffentlich zur Diskussion zu stellen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dem Team von dem ZWBE, ebenso bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Kommunikationsabteilung des DHMs und allen weiteren, die an dem heutigen Abend mit organisiert haben, und wünsche Ihnen allen eine spannende Diskussion. Vielen Dank. Ja, guten Abend. Auch ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Abend und unserer Diskussionsveranstaltung. Mein Name ist Annette Wolf. Ich bin am DHM für das eben genannte Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzung in Europa tätig. Und ich werde Sie heute Abend zusammen mit meinem Kollegen Axel Bangert durch die Diskussion führen. Zuvor hören wir aber einen kleinen Einführungsvortrag von Liliane Radonjic.
die uns damit auch in das Thema einführt. Liliane Radonjic ist Politikwissenschaftlerin an der Universität Wien und leitet an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften das vom European Research Council finanzierte Projekt Globalized Memorial Museums. Auch die Habilitation war ein sehr breit angelegter Vergleich über Museen zum Zweiten Weltkrieg in allen postsozialistischen EU-Mitgliedstaaten. Also eine wirklich sehr beeindruckende Gesamtschau, die die einzelnen nationalen Perspektiven überschreitet und sehr grundlegend über die Rolle der Erinnerung und museale Geschichtspolitik nachdenkt. Liliane Radonjic hat sehr breit zum Thema publiziert. Ich werde jetzt das nicht alles nennen, vielleicht nur noch auch die Dissertation ging um kroatische Vergangenheitspolitik, Krieg um die Erinnerung, heißt die Dissertationsschrift. Es gibt einen sehr spannenden Band von ihr, die friedfertige Antisemitin, kritische Theorie über Geschlechterverhältnisse und Antisemitismus. Und auch eine Herausgeberschaft, erst kürzlich, 2023, ein sehr ähnlicher Titel wie unsere Ausstellung, Displaying Violence. Also sie ist wirklich prädestiniert für diesen Abend und mit uns zu diskutieren. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Sie da sind und bitten Sie um den Vortrag Europäische Erinnerung, Museen und Gedenkstätten im Wandel. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, für die einleitenden Worte, dafür, dass ich die Ausstellung noch vorher anschauen durfte, für das Wasser, das ist ganz wichtig, Dankeschön. Gerne. Dankeschön. Das Thema also ist jetzt, was geschah danach, nach den unten angesprochenen Ausstellungen, und natürlich kann man das nur mosaiksteinchenmäßig beleuchten und hier und da hineinschauen im Laufe der kommenden 20 Minuten. Wie schon erwähnt, fußt das heute Ausgeführte einerseits auf meinem Buch zur Habilitation, der Zweite Weltkrieg in postsozialistischen Gedenkmuseen, bei dem ich mir 10 Museen in allen europäischen EU-Mitgliedsländern, von Estland bis nach Kroatien angesehen habe, aber auch auf dem auch bereits erwähnten Projekt über Globalized Memorial Museums, in dem wir 50 Museen weltweit, auch solche, die sich mit dem Genozid in Ruanda und dem in Bosnien beschäftigt haben, analysiert haben. Museen begreife ich als Identitätsfabriken, als Flaggschiffe nationaler Geschichtspolitik und als Contested Space, umstrittener Raum, der Ein- und Ausschlussmechanismen produziert, also auch eine Machtinstitution klarerweise ist. Anschließend an die Ausstellung unten kann man vielleicht ganz grob versuchen, diesen Wandel der Geschichtspolitik nach 1945 in West und Ost anzureißen. Und so wie unten schon gezeigt wurde, würde ich auch noch mal wiederholen wollen, dass nach dieser kurzen Zeit relativer Freiheit in West- wie Osteuropa eben eine verblüffend ähnliche Schließung dieser Freiräume stattgefunden hat. Raphael Gross hat gerade von einer Zwischenzeit gesprochen. Genau am Beispiel Österreichs etwa lässt sich das auch zeigen. Da gab es 1946 eine einmalige Ausstellung mit dem Titel Niemals vergessen, bevor dann der Opfermythos Österreichs nach außen kommuniziert wurde, im Inneren die Kriegerdenkmäler mit SS-Männer-Ehrung und so weiter sprießten wie die Pilze aus dem Boden. Ich würde jetzt gerne am Beispiel der Tschechoslowakei, weil ich eben viel zu den sozialistischen und postsozialistischen Ländern gearbeitet habe, beleuchten, wie sich die Entwicklungen danach dargestellt haben. 1948 findet ja in der Tschechoslowakei die Machtübernahme der Kommunistischen Partei spätestens statt, aber ähnliche Narrative dominieren die Debatten, wie wir sie auch aus etwa Österreich kennen oder vielen anderen europäischen Ländern, solche von Widerstand, Helden und Märtyrern. Was wichtig ist, ist dann aber die Liberalisierung in den 60er Jahren. In der Zeit vor dem sogenannten Prager Frühling geht plötzlich mehr. Das heißt, wir haben diese Zwischenzeit bis, sagen wir, 48 und dann haben wir in den 60ern wieder eine gewisse Öffnung zusammen mit den Liberalisierungsbemühungen, den Bestrebungen um mehr Freiräume, gibt es auch einen erheblichen Wandel der Geschichtspolitik. Die marginalisierten Inhalte werden stärker thematisiert, bis zu der sogenannten Normalisierung, also der Niederschlagung des Prager Frühlings, der
Schließung dieser Diskursräume. Wie sieht das im Detail aus? Also man kann für die 60er Jahre festhalten, dass bis dahin heiße Kartoffeln waren zum Beispiel die nationale Frage der Slowaken. Ihnen sagt vielleicht der slowakische Nationalaufstand von 1944 was. Wie erzählt man einen slowakischen Nationalaufstand in einer gemeinsamen Tschechoslowakei? Der Holocaust war nie tabuisiert, aber marginalisiert. Der tschechoslowakische Verband antifaschistischer Kämpfer etwa sagte, "It is not in our interest to glorify such groups that passively and without any resistance went to the gas chambers." Ganz explizit, keine Deutungsfreiheiten über dieses Zitat. Am Beispiel des Museums des slowakischen Nationalaufstandes lässt sich zeigen, das sich in Banská Bystrica in der Zentralslowakei befindet, dass in den 60er Jahren eben viel möglich ist. Dieses Thematisieren der sogenannten nationalen Frage geht. Es wird dieses sehr große Museum eröffnet. Ziviles Leid und Holocaust-Erinnerung werden inkludiert. Es wird eine Statue in der Mitte dieser beiden Museumshälften errichtet, die zivile Opfer, alltägliche Opfer, keine Helden, Widerstandskämpfer und so weiter zeigt. Und die wird dann wieder entfernt in der Phase der Normalisierung. In Theresienstadt, in Terezin, ist es, Entschuldigung, da war das Denkmal nochmal, das dann aber nach kurzer Zeit wieder entfernt wurde. In Theresienstadt ist es so, dass nur die politischen Widerstandshäftlinge thematisiert werden und das Ghetto in Theresienstadt, in Terezin stark marginalisiert wird. In der Liberalisierungsphase wird dann aber ein Museumsgebäude quasi vorbereitet, um endlich ein Ghetto-Museum zu eröffnen für die weitaus größere Anzahl jüdischer Opfer im Theresienstädter Ghetto. Das scheitert dann. Die Normalisierung, die sogenannte, also die Niederschlagung dieser ganzen Freiheitsbemühungen führt dazu, dass in diesem Museum stattdessen ein Museum voller Kronleuchter und Marmor kommt. Alle Bemühungen werden wieder zunichte gemacht und stattdessen wird dort ein Museum über die Geschichte der nationalen Sicherheitsbehörden und der nordböhmischen revolutionären Tradition eröffnet. In einem sehr antizionistischen Diskurs übrigens auch, der Israel als den neuen Faschismus brandmarkt und so weiter. Das heißt, hier sehen wir einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen diesen eröffneten Freiheitsräumen und einer Veränderung, einer Öffnung der Geschichtspolitik. 70er, 80er Jahre Schließung sozusagen hier der Debatten. Und dann im Westen das, was wir alle kennen, was etwa unter den Schlagwörtern verhandelt wird wie Universalisierung des Holocaust, wenn der Holocaust bezeichnet wurde als Zivilisationsbruch oder als Negativikone unserer Ära und sich dieser veränderte Fokus einerseits im Westen, ich komme dann gleich zu Tschechien, zur Tschechoslowakei nochmal, dieser veränderte Fokus von Helden und Märtyrern zu individuellen Opfern entwickelt. Heute ganz selbstverständlich, dass die Geschichte eines Krieges, eines Genozids, eines Holocaust erzählt wird über die ganz gewöhnlichen Menschen, deren private Fotos, deren Biografien und so weiter, da was völlig Neues für sozialistische Länder, mit Ausnahme eben der 60er Jahre. Da war das so ein bisschen ein Zeitfenster, in dem das schon möglich war. Auf diese Universalisierung, wie sie vielfach in der Literatur bezeichnet wurde, folgt dann etwas, was unter dem Begriff der Europäisierung des Holocaust auch verhandelt wurde, im Zuge dieses sogenannten Memory Booms seit 1989. Man muss das natürlich immer als normatives Konzept auch kritisch hinterfragen. Europäisierung des Holocaust im Sinne von, man setzt sich auch mit der eigenen Kollaboration auseinander. Aber wenn Tony Judd, etwa der amerikanische Historiker, sagt, auf den Krematorien von Auschwitz ist ein besseres Europa erbaut worden, ja, dann ist das immer auch eine Sinnstiftung. Na, wenigstens war dafür der Holocaust gut. Wir haben ein besseres Europa daraus gemacht. Das heißt, immer eine ambivalente Entwicklung, die ja auch zu einer Überbetonung der Opferrolle in vielen Kontexten geführt hat. Ein Europa der Opfer, wie das Kolleginnen schon bezeichnet haben. Und dann natürlich, speziell durch die Jugoslawienkriege, über die ich am Schluss, wenn ein bisschen Zeit ist, noch kurz was sagen möchte, diese Vorstellung von einem neuen Auschwitz, dass es da gelte, im Kosovo zu verhindern. Also das heißt, diese Vorstellung auch von den Serben als den neuen Nazis und Faschisten und den Opfern
der Bosnien-Kroatien-Kriege und so weiter, als den neuen Juden, ist also ein Ausdruck auch dieser Universalisierung des Holocaust, dieser Negativikone, zu der der Holocaust wird, mit all den Problematiken, die das mit sich führt, wie etwa einer Verharmlosung des Holocaust, einer Dämonisierung der aktuellen Feinde und so weiter. Eine wichtige Entwicklung im Zuge dessen, dieser Universalisierung, war natürlich die Schaffung dessen, was heute International Holocaust Remembrance Alliance oder IHRA heißt. Mit dieser Institution fand eine gewisse Verschiebung von harten Fragen wie Entschädigung, Restitution und so weiter zu Symbolpolitik und Holocaust-Vermittlung und so weiter statt. Und ich würde sagen, der Höhepunkt dieser Globalisierung oder auch, wie Daniel Levy und Nathan Snyder es genannt haben, Kosmopolitisierung der Erinnerung folgte ab 2000 mit etwa der Holocaust-Konferenz in Stockholm und so weiter. Es war fast eine Euphorie. Alle möglichen Staaten setzen sich kritisch mit dem Holocaust, mit ihren eigenen Anteilen, mit der Kollaboration und so weiter auseinander, was besonders positiv auch bewertet wurde. Nochmal aber zurück zum Fokus auf den postsozialistischen Raum. Wie sieht es da aus? Über die 60er Jahre und die Öffnung hatte ich gesprochen. 80er Jahre, da haben wir unterschiedliche Entwicklungen. Wir haben einerseits in Theresienstadt sehr internationale Bezüge, Entwicklungen wie den Fokus auf individuelle Opfer, die sehr vergleichbar wären mit denen in Zentraleuropa und Mitteleuropa und in den westlichen Ländern. Und gleichzeitig, wie ich gleich zeigen werde, haben wir etwa in Ex-Jugoslawien diesen nationalistischen Krieg um die Erinnerung. Das heißt, auch im sozialistischen Raum sehr unterschiedliche Entwicklungen hier. In den 90er Jahren dann die sogenannte Neuerfindung von Geschichte. Geschichte wird buchstäblich neu geschrieben. Und da kommt es darauf an, welche goldene Ära hier als Bezugspunkt dient. In Tschechien lässt sich schön auf die demokratische Tschechoslowakei Bezug nehmen. Okay. In der Slowakei leider geschichtsrevisionistisch auf die einzige Staatlichkeit der Slowakei, nämlich die sogenannte Slowakische Republik, den Nazi-Satellitenstaat im Zweiten Weltkrieg. Die Slowakei war sonst nie unabhängig und daher auch nur als Nazi-Satellitenstaat, ähnlich wie in Kroatien mit dem Ustascher Staat und so weiter. Was ist also die goldene Ära, wenn wir die Geschichte nach 1990 neu schreiben? Hatte natürlich einen entscheidenden Anteil an der Frage auch, welcher Nationalismus setzt sich in welchem Land durch und so weiter. In den 2000er Jahren haben wir also diese, wie im Westen angesprochene, Globalisierung der Erinnerung und auch die EU-Beitrittsbemühungen dieser postsozialistischen Länder. Darüber werde ich gleich ausführlicher sprechen. Dann tritt ein Großteil der postsozialistischen Länder der Europäischen Union bei und es findet etwas wie eine Osterweiterung der Europäisierung der Erinnerung statt. Einerseits ist das wichtig, weil wir in Mitteleuropa, Zentraleuropa und Westeuropa viel zu wenig über die stalinistischen Verbrechen wissen. Es wird, wenn dann in so totalitarismus-theoretischen Allgemeinplätzen verhandelt. Das Wissen in der Bevölkerung hierzu ist sehr gering und muss viel größer werden. Aber gleichzeitig ist das eben auch in den postsozialistischen Ländern diese Thematisierung geprägt von einer Externalisierung von Verantwortung. Wenn etwa der 23. August, der Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes, als Gedenktag eingeführt wird an die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus, dann dient das als Externalisierung der Verantwortung, wir als Opfer von Hitler und Stalin. Und es führt zu relativ hässlichen Opferkonkurrenzen in Bezug auf die Opfer des Gulag und die Opfer des Holocaust. Darum dreht sich mein vorher genanntes Buch hauptsächlich. Und auch eine Hierarchie der Sichtbarkeit, wie ich das nenne. Unsere Opfer mit viel Empathie, sehr sichtbar, deren Opfer, zum Beispiel die Jüdinnen und Juden oder Roma und Romja, in diesen postsozialistischen Ausstellungen dann auf sehr problematische Weise oder niedrig in der Hierarchie der Sichtbarkeit versteckt. 2010, 2015 sehen wir natürlich entscheidende Einschnitte. Das heißt, auch in dieser Osterweiterung, die vielfach von der Externalisierung der Verantwortung geprägt ist, gleichen sich die Staaten bis zu diesem großen Einschnitt Fidesz Machtergreifung, Wahlsieg 2010 und Wahlsieg der PiS in Polen 2015. Hier findet dann eine Verschmelzung von Geschichtspolitik und einem autoritären Backlash statt. Es werden Memory Laws in Polen verabschiedet, es wird
die Geschichte in die Verfassung hineingeschrieben in Ungarn und so weiter. Das heißt, die Wahrheit über die Geschichte wird auch von der Regierung sozusagen mit all ihrer Macht durchgesetzt. Und dann natürlich der große Einschnitt, 2014 die Krim-Annexion und 2022 die Vollinvasion, der russische Vollinvasion in der Ukraine. Das ist das, was uns alles heute beschäftigt. Ich hatte vorher angesprochen, hier sieht man noch diese 80er Jahre, diese beiden unterschiedlichen Entwicklungsstränge, einerseits internationale Bezüge versus nationalistischer Krieg. Also zum Beispiel, nochmal um auf Tschechien zurückzukommen, in Theresienstadt finden sich in den Publikationen der 80er Jahre nun gewöhnliche Opfer, deren Zeichnungen nicht als Darstellung, so hat das die Judenzelle ausgeschaut, sondern dieser Künstler wurde verfolgt, ihm ist das und das geschehen, er hat diesen Namen, diese Geschichte. Das heißt, die Materialien werden auf völlig andere Weise eingesetzt und im Wesentlichen diese, was man als Individualisierung der Erinnerung bezeichnen könnte, findet sich in Theresienstadt schon zu diesem sehr frühen Zeitpunkt in den 80er Jahren. Ganz anders etwa im ehemaligen Ustascha KZ Jasenovac in Kroatien. Hier deswegen spreche ich auch, wie Annette gesagt hat, vom Krieg um die Erinnerung. Hier werden Gewaltfotos, die nicht einmal aus Jasenovac sind, hergenommen. Ich zeige das jetzt extra nicht besonders deutlich. Also verwesende Leichen und so weiter, um einfach auch die serbische nationalistische Mobilisierung zu ermöglichen, um die Ustascha zu dämonisieren, als ob das noch nötig wäre, die Ustascha Verbrecher noch weiter zu dämonisieren. Gibt es dann Fotos von abgetrennten Schädeln, die weder Ustascha noch deren Opfer zeigen, die da in diesen Ausstellungen gezeigt werden, um diese nationalistischen Emotionen auch zu schüren. Das heißt, in diese beiden Richtungen lässt sich das in den 80er Jahren schon festmachen und in gewisser Weise als Vorboten dann des Krieges der 90er Jahre, wo die Opferzahlen etwa von Jasenovac der Kernpunkt der nationalistischen Mobilisierung für den Krieg in Kroatien und Slowenien gedient haben. Ich hatte auch schon über diese Relevanz der Frage, welche goldene Ära nationaler Unabhängigkeit hier genommen wird, gesprochen. Tschechien also vergleichsweise einfach in dieser Zeit, demokratische Tschechoslowakei als Bezugspunkt. Slowakei hat den NS-Satellitenstaat und der Nationalismus wird hochgetragen nach 1989, aber gleichzeitig auch Holocaust und Antisemitismus aus der Schublade geholt. In Theresienstadt eben buchstäblich. Ich hatte ja erzählt, das Ghetto-Museum hätte es in den 60er Jahren geben sollen, das Gebäude war schon da, alles war schon da. Dann kam das Verbot. Die Mitarbeiter haben einfach ihre Sachen in der Schublade versteckt und darauf gewartet, dass ihre Zeit kommt. Deswegen war Theresienstadt nach 1990 das erste Museum dieser Art, das eben aufgemacht hat, weil sie waren eigentlich in den 60ern schon so weit, es konnte nur nicht passieren. Gut, dann zu der Osterweiterung, der Europäisierung der Erinnerung. Hier ein wichtiger Meilenstein, auch die Prager Deklaration, wenn also die postsozialistischen EU-Beitritts, dann nicht mehr Kandidaten, sondern neuen EU-Mitglieder sagen, man muss diese stalinistische Erinnerung auch mit hineinpacken, aber eben immer auf diese Art, wie sie beim Gedenktag 23. August geprägt wird. Externalisierung und nicht sogenanntes negatives Gedächtnis, also Fokus auf die vom eigenen Kollektiv begangenen Verbrechen, nicht erlittenen Verbrechen. Ich habe das grafisch nicht sehr würdevoll, versucht für Sie zusammenzufassen, wie ich die Museen gruppiert habe in meinem Buch. Nämlich vor allem jetzt vereinfacht gesagt in zwei Gruppen. Einerseits solche Museen, die im Zuge der EU-Beitrittsbemühungen etwas machen, was ich als Anrufung Europas bezeichne. Also ihre Museen und Gedenkstätten verwenden, um zu sagen, hallo, seht her, wir sind bereit für den EU-Beitritt. Ja? Da findet sich links in dem blauen Kreis das Museum des slowakischen Nationalaufstandes, Jasenovac und das Holocaust-Gedenkzentrum in Budapest. Und rechts in dem roten Kreis die Museen, die sagen, Europa, du musst unser Leiden endlich anerkennen und die dann eben die sozialistischen Verbrechen in den Vordergrund stellen. Was meine ich mit Anrufung Europas? Zum Beispiel schreibt man Europa überall in die Ausstellung rein. Oder man hat eine traditionelle Ausstellung, aber die Holocaust-Sektion sieht so aus wie halt in internationalen Museen mit vielen Privatfotos einer raumhohen Stele und so weiter. Was dann erinnert auch an die Installation aus dem US Holocaust Memorial Museum. Aber
Anrufung hat auch was Lippenbekenntnishaftes. Wenn es um die Texttafel zu politisches Leben in der Slowakei geht, heißt die eben nicht NS-Satellitenstaat, sondern sagt, trotz des autoritären Regimes erzielte die Slowakische Republik viele positive Resultate in der Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Kultur. Also der NS-Satellitenstaat war ja gar nicht so schlecht. Das Beispiel Jasenovac überspringe ich kurz aus Zeitgründen und komme zu der zweiten Gruppe, die interessanterweise sehr viel anfängt mit einer symbolischen Gleichsetzung von Hitler und Stalin, von Hakenkreuz und Rotem Stern, um dann im Zuge der Ausstellung zu dem Schluss zu gelangen, die sowjetischen Verbrechen waren viel schlimmer. Das ist eigentlich tatsächlich ein sehr ausgeprägtes Genre sozusagen in dieser Museumslandschaft. Die empathieweckenden persönlichen Objekte sind dann alle den Opfern des sowjetischen Verbrechens vorbehalten. Und das ist auch das, was ich mit Opferkonkurrenz meine. Für jüdische Verfolgte gibt es dann keine empathieweckenden persönlichen Objekte. Es gibt nicht einmal Privatfotos, sondern nur so antisemitische Poster, ein Judenstern, der niemandem gehört, der keine Geschichte erzählt, keine spezielle und so weiter. Oder besonders dramatisch, in 2 Meter groß, prangern dann halt die Fotos der später ermordeten Jüdinnen und Juden in Unterwäsche, und das kleine Mädchen, das hier nur ganz klein abgebildet ist, versteckt sich hinter jemanden, weil die Kamera sehr erniedrigend empfunden wird. Besonders dramatisch zeigte sich das in der lettischen Ausstellung im Museum der Okkupation Lettlands, wo bis 2012 die Judenretter, die sogenannten, alle mit Privatfotos, Namen, Geschichte ausgestellt waren, und dann stand, rettete 3 Juden, rettete 5 Juden. Ja? Also man kann ja sagen, es ist ganz wichtig, diese sowjetischen Verbrechen explizit und sehr massiv bekannt zu machen, auszustellen, aber nicht so, dass es auf Kosten der anderen Opfer geht. Ich überspringe wieder ein Beispiel, darüber kann ja Katja sprechen vielleicht, und sagen, dass hier bei den baltischen Staaten ja die Besonderheit vorlag, dass sie die einzigen EU-Mitglieder waren, die Teil der Sowjetunion zuvor gewesen waren. Winzige Länder, die die Akzeptanz dieses Okkupationsfakts sozusagen als überlebenswichtig bezeichnet haben. Dass diese nationalistische Version der Geschichte auch verständlicher erscheint in gewisser Weise seit Putins autoritärer Herrschaft. Sie werden bedroht sozusagen, und da geht so viel durch. Aber auch hier gab es Entwicklungen, die Umbenennung etwa des Museums der Genozidopfer in Vilnius. Der Begriff Genozidopfer war wieder nur den sowjetischen Verbrechen vorbehalten. Das Museum hatte sich dann umbenannt in Museum of Occupation and Freedom Fights. In meinen verbleibenden 2 Minuten wollte ich noch auf diese dann darauf folgenden auch autoritären Entwicklungen in Ungarn und Polen zu sprechen kommen, ganz kurz, und sagen, dass wir hier sehen, wie Museen tatsächlich als Flaggschiffe funktionieren. Wir haben das Museum des Warschauer Aufstandes in Warschau, also dem 44er Aufstand, nicht dem Ghettoaufstand 43 gewidmet, und das Haus des Terrors in Budapest, die wirklich die Träger der PiS in Polen-Ideologie und der Fidesz-Ideologie waren und in Reinform sozusagen diese einfache Schwarz-Weiß-Geschichte erzählt haben und auch immer diese Kollektiverzählungen. Also man fängt mit individuellen Opfergeschichten an im Museum, mit Biografien, und verschmilzt die dann in ein kollektives Opfertum. Etwa hier, ich springe kurz, in Bezug auf das Kaczynski-Museum tatsächlich buchstäblich so, dass es das Herz des Aufstands da rechts auf dem Bild gibt, und das Herz des Museums schlägt für die Kämpfer und Opfer, und man wird angehalten, dort das Ohr dran zu halten und zu horchen. Also wenn dann so organische kollektive Vorstellungen transportiert werden, wird es ganz interessant. Das Wichtige an diesen beiden Entwicklungen ist das, was eine Kollegin auch als Deholokostisierung des Holocaust bezeichnet hat, also diese Fixierung auf die Judenretterinnen und Judenretter. Da geht es irgendwie schon um den Holocaust, aber eben nicht um die problematischen Aspekte davon, wie etwa die massive Denunziation dieser Retterinnen von Jüdinnen und Juden und so weiter. Leider ist das, was wir aus Polen und Ungarn kennen, quasi fast schon wie eine Seuche. Also die Executive Order, die wir etwa von Trump jetzt zu den Museen in letzter Zeit gehört haben und so weiter, ist ein massives Problem.
In gewisser Weise nimmt sich Trump also an Fidesz und PiS ein Vorbild, was also diese Vorstellung von Verkünden von der absoluten historischen Wahrheit. Das heißt, es ist nicht so, dass Polen und Ungarn jetzt oder Polen unter PiS und Ungarn immer noch unter Fidesz als die Ausreißer dastehen, sondern irgendwie gleicht sich alles in diese Richtung an. Und das ist leider die Entwicklung, die wir feststellen müssen. Ich glaube, ich lasse es einfach dabei bewenden. Vielen Dank. Danke nochmal. Ja, vielen Dank, Frau Radonitsch, für diesen sehr dichten Vortrag, diesen spannenden Einblick in Ihre Forschung. Ich denke, dass das, was Sie über die Phasen des Erinnerns gesagt haben und die Narrative, die in den Phasen jeweils dominant oder möglich waren, dass uns das viele wichtige Anknüpfungspunkte liefert für die Diskussion. Ich möchte unsere zweite Diskutantin vorstellen, Katja Machotina. Frau Machotina ist Professorin für neuere und neueste Geschichte mit Schwerpunkt Osteuropa an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie ist Autorin zahlreicher Veröffentlichungen zur Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, auch zum Stalinismus, die ich hier im Einzelnen nicht nennen kann. Wir werden auf mindestens eine zurückkommen. Und sie ist auch in den wissenschaftlichen Beiräten verschiedener Gedenkinstitutionen aktiv. Und wir sind sehr froh, dass sie unserer Einladung ebenfalls gefolgt ist. Frau Machotina, ich würde Ihnen gerne die Gelegenheit geben, auf den Impuls von Frau Radonitsch zu reagieren und dies mit einer ersten Frage verbinden. Und zwar, dieser Gedanke kam mir auch eben noch mal beim Zuhören, auf was beziehen wir uns eigentlich, wenn wir über die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg sprechen? In Ihrem Buch Offene Wunden Osteuropas von 2022 stellen Sie fest, dass für viele Menschen in Osteuropa nicht allein der deutsche Überfall auf Polen oder der deutsche Überfall auf die Sowjetunion prägend ist, sondern auch und zum Teil vor allem die Erinnerung an den Hitler-Stalin-Pakt. Also ein ganz anderer Bezugspunkt. Deswegen meine Frage, beginnt das Problem mit europäischer Erinnerung also nicht bereits damit, dass wir es mit enorm unterschiedlichen historischen Erfahrungen zu tun haben? Ja, also zunächst einmal, ich würde sagen, es gibt keine europäische Erinnerung und in der nächsten Zukunft wird es auch keine geben. Wenn Sie mich fragen, an was wir denken, wenn wir an den Zweiten Weltkrieg denken und dabei auch an die Landschaft Osteuropa, wenn wir diesen geografischen Rahmen in den Blick nehmen, dann würde ich sagen, in Deutschland denkt man vor allem an den Russlandfeldzug vom Opa, der da natürlich massiv gelitten hat und in der Kriegsgefangenschaft war oder im Krieg gefallen ist. Man denkt an Stalingrad, das ist dieser schillernde Opfermythos, der Opfergang der 6. Armee vor Stalingrad. Wir haben sicherlich eine große Lücke in der Betrachtung von Hitler-Stalin-Pakt und damit auch entsprechend das, was Sie angesprochen haben, die Erfahrung der stalinistischen Gewalt für die Länder Ostmitteleuropas, die nach 1939 zum Teil der Sowjetunion wurden. Also das ist die Erfahrung von baltischen Staaten, das ist aber auch die Erfahrung von Westukraine, Moldau und Westbelarus. Wenn ich jetzt ein bisschen ein bisschen deinen Vortrag ergänzen darf. Also du hast ja einen faszinierenden großen Bogen geschlagen von 45 bis eigentlich heute, ja. Und wir haben ja osteuropäische und westeuropäische Erfahrung dank deinem Vortrag jetzt sehr, sehr gut kennenlernen dürfen. Wenn wir jetzt aber Richtung sowjetische Gebiete schauen, die ja auch sozialistisch waren, ne? Aber die sowjetischen Entwicklungen waren ein bisschen ähnlich, aber auch ein bisschen spezifisch. Ne? Und wenn ich da noch kurz ergänzen darf, also mit 3 Punkten. Zum ersten ist diese Frage nach den Opferdiskursen, wie war es in der Sowjetunion? Da können wir sowohl diese Ähnlichkeiten feststellen, weil in den sowjetischen
Opferdiskursen gab es Helden, also es war Opfersacrificium, es waren Helden, Märtyrer, die für höheres Ziel gefallen sind, und diese Opfer waren nicht national, sie waren international, sie waren kommunistisch, man hat nicht nach Nationen unterschieden, und da verschwand auch der Holocaust oder spezifisches jüdisches Leid durch die deutsche genozidale Gewalt während der Besatzung. Das wurde nicht tabuisiert, man konnte das erfahren, aber es war nicht im Zentrum dieses universalistischen Gedenkens in der Sowjetunion, wo 14 Millionen zivile Opfer der deutschen Gewalt waren. Und der zweite Punkt ist auch in die ähnliche Richtung. Warum hat man in der Sowjetunion erinnert und mit welcher Logik, mit welchem Ziel? Hier war der Sozialismus schon eine sehr wichtige ideologische Rahmung oder ideologischer Diskurs, nämlich diese marxistische Ausrichtung auf die Zukunft, auf Teleologie, auf die Kämpfe in der Gegenwart, also die Erinnerung, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus war hier stets auch mit Unrecht in der Gegenwart verbunden, mit dekolonialen Bewegungen in Afrika und Asien. Und das ist sozusagen eine ganz andere Zielrichtung der Erinnerung als Ressentiment oder unauslöschliche Schuld, die erinnert werden soll, wie wir das heute in den nationalen Diskursen sehen, wo es sehr viel über die Vergangenheit, aber nicht um die Aussöhnung, um die Versöhnung zwischen Siegern und Besiegten sprechen könnte. Und der dritte Punkt, auch nur ganz kurz, ist in Bezug auf, wer spricht da eigentlich, ne? Also ob die Erinnerungspolitik oder Erinnerungsprojekte ausschließlich Moskauer Produkte waren. Hier muss man ja auch periodisieren. Es gab auch im sowjetischen Raum eine Art Zwischenzeit, wo ein jüdisches Museum entstand in Vilnius, wo ein Museum der Belagerung Leningrads entstand. In Leningrad, bereits während des Krieges entstanden in Moskau oder in anderen sowjetrussischen Städten Museen dazu, die deutsche Gewalt ausstellten und dokumentierten. Das war ganz wichtig, man wollte das Material sichern. Und diese Ausstellungen, die wurden von unten getragen. Ja? Und das war sozusagen Graswurzelinitiative, geleitet von ganz einfachen Wunsch der überlebenden Veteranen und Partisanen zu sagen, wir erinnern uns. Also im jüdischen Diskurs ist es diese Zachor, erinnere dich, in russischen Diskurs ist es so, niemand ist vergessen, nichts ist vergessen. So, und das wurde dann im Spätstalinismus eigentlich zur gleichen Zeit, und das ist ganz interessant, 48, 49 ist die lokale Initiative passé, Stalin hat die Museen schließen lassen und schließlich so ein monotones und absolut propagandistisches Bild geschaffen vom großen Sieg über den Faschismus durch die Sowjetunion, was ohne Zweifel nicht zu vermitteln war an die baltischen Staaten und an die Westukraine und an Westbelarus, weil man da vor allem mit der Gewalt an der eigenen Nation, an der eigenen nationalen Gruppe unterwegs war. Also das wollte man erinnern. Und die Juden, die es da gab, die gab es ja eigentlich nicht mehr, die wurden alle vernichtet. Und deswegen haben wir bei dieser Opferkonkurrenz, die du angesprochen hast, ich sehe da eigentlich keine Konkurrenz, weil es würde bedeuten, dass dann die Juden da sprechen und die nicht-jüdische Bevölkerung in diesen Ländern da sprechen und sagen und konkurrieren, was ist eigentlich wichtiger für die Erinnerung in der Europäischen Union. Und die Menschen, die sagen könnten, das war doch eine Befreiung, das war Ende unseres Leids. Wir haben an diesem Tag im Mai erfahren, dass wir nicht mehr sterben müssen. Die gibt es nicht mehr. Das heißt, mit wem sprechen dann deine Beispiele, ne? Also in Litauen, in Estland, in Riga etc. Sie sprechen ja mit niemandem, die sprechen mit den Gräbern. Da kommt keine Stimme hoch, die sagt, ja, aber wir waren ja da. Und das macht es ja so einfach, das zu vermitteln, dass man Opfer war von doppelten Genoziden, doppelten Besatzungen und so weiter. Ich würde dann aber auch sagen, ich will das gar nicht bewerten. Ich will nicht sagen, das ist nicht richtig oder das ist moralisch verwerflich. Also als Historiker können wir uns das anschauen und das interpretieren und das in analytische Modelle schließen.
Ich würde aber sagen, wenn man da aus Deutschland schaut, und sagt, das ist irgendwie komische Art zu erinnern, ja, da habe ich eigentlich eine große Frage an mich selbst als Forscherin. Sie können gerne Gerne zu dem Punkt der Opferkonkurrenz. Ich meine das völlig anders, als du es jetzt gesagt hast. Das ist vielleicht noch wichtig zu erklären. Also Opferkonkurrenz nicht im Sinne von, die Juden sagen und Jüdinnen sagen das eine, die Nicht-Jüdinnen und Juden sagen das andere, sondern das Museum konstruiert eine Opferkonkurrenz in ihren Ausstellungen, indem es unterschiedliche Opfer unterschiedlich ausstellt. Und zwar so, dass die Wir-Gruppe, wer auch immer das jetzt in dem jeweiligen Fall ist, mit diesen empathieerweckenden Privatdokumenten, Fotos und mit sehr viel Emotionen dargestellt wird, als Individuen dargestellt wird, während die anderen, in dem Beispiel jetzt Jüdinnen und Juden, als anonyme Zahlen, Leichenberge und so weiter dargestellt wird. Das heißt, die Holocaust-Erinnerung erscheint bedrohlich für die eigene Opfererzählung im Museum und wird deswegen mit diesen Mitteln der Opferkonkurrenz anders dargestellt als unsere eigenen Opfer. Das meine ich mit Opferkonkurrenz. Nicht, dass Jüdinnen und Juden sich hinstellen und jetzt in Konkurrenz zum litauischen Narrativ treten würden oder so etwas. Zu deinen Punkten, also danke für die Ergänzung zu der Erinnerung und der Geschichtspolitik in der Sowjetunion. Ich habe das wirklich nur, was die sowjetischen Staaten angeht, also was die Sowjetunion angeht, nur für die baltischen Staaten mir angeschaut. Aber natürlich nach dem Angriffskrieg auch auf die Ukraine wird es umso wichtiger, auch wenn wir über die Rote Armee sprechen. Was heißt das? Wie unterscheiden wir da zwischen Russen, Ukrainern und so weiter? All das ist extrem wichtig. Danke. Ja. Ich würde es gern aufgreifen. Ich fand es sehr spannend, diesen Punkt, was Sie gesagt haben. Also wenn es um Opferkonkurrenz geht und dass die Juden als Opfergruppe in der Erinnerung ausgeblendet sind und Sie sagen, man kann ja auch nicht mit ihnen sprechen, man spricht mit Gräbern. Ja? Sie sind in Osteuropa in der Zeit zu einem ganz großen Teil eben nicht da. Und das ist ja auch so das Erstaunliche dieser Zwischenzeit, die wir jetzt in der Ausstellung uns anschauen und die hier thematisiert worden ist. Wir haben ja 2 Ausstellungen, die wir zeigen, wo jüdische Organisationen, Einrichtungen, auch Privatgruppen ja solche Ausstellungen machen, zum Beispiel in dem Displaced Persons Camp in Bergen-Belsen, bevor sie dann eben ausreisen. Ja. Also es ist eine sehr kurze Zeit, wo dann in Deutschland eben auch Überlebende aus vor allen Dingen Osteuropa im DP-Camp in Bergen-Belsen sind und dann eine Ausstellung organisieren. Es ist ähnlich in Warschau im Jüdischen Historischen Institut, wo eben auch eine Ausstellung eigentlich als Gegenerinnerung, als Gegennarrativ errichtet wird zu der Erzählung, die wir davor in der Warschauer Ausstellung sehen, Warschau klagt an, die ja so ein sehr starkes nationales Narrativ eben hat, ja, und auf eine Erweckung quasi oder auf so ein Neuerwachen Warschaus und auch ein Wiederauferstehen quasi aus Ruinen hofft. Also diese Ausstellungen, die man da sieht, sind so eine Art Gegenerinnerungen, Gegennarrative und die anderen Ausstellungen, die jetzt in Gewalt ausstellen, die Agata Pietraszczyk, unsere Kuratorin, auch ausgewählt hat für die Ausstellung. Auch da sieht man so ganz deutlich eigentlich, woraus die sich speisen, die Bedürfnisse aus der eigenen Zeit, ja, die sehr deutlich werden in dieser Ausstellung. Die Zwecke, also Horrorcamps, die Ausstellung in London, sieht man sehr deutlich, eigentlich diente dazu, so die britischen Kriegsanstrengungen zu rechtfertigen. Crime Hitlérien in Paris ist eigentlich der Versuch, so eine durch Niederlage, Besatzung und Kollaboration gebeutelte Nation so wieder zu ein. Und Warschau klagt an, eben wie ich gerade sagte, eigentlich so die Zerstörung der Stadt in so ein nationales Aufbauprojekt zu bringen. Also bei all denen sieht man sehr deutlich so die Bedürfnisse der Gegenwart, die sich in diesen Ausstellungen ausdrücken.
und die in der Zeit also offensichtlich ein starkes Bedürfnis, so eine nationale Einheit darstellt. Ich gebe das sofort an Sie zurück. Also das ist nochmal so das sozusagen gespiegelt aus dieser Zwischenzeit und aus der Ausstellung, die wir haben. Und die Frage ist jetzt eben, zieht sich das durch, dass diese Bedürfnisse der Gegenwart in den Ausstellungen sich so deutlich zeigen? Ist es diese nationale Einheit, ja, die sich auch weiter durchzieht? Und wenn in Ausstellungen und in Museen, wie Sie das auch gesagt haben, wenn die also so kulturelle Flaggschiffe, haben Sie, glaube ich, gesagt, ja, oder nationale Identitätsfabriken sind, was ist dann mit diesen Gegenerinnerungen und Gegennarrativen? Also wo ist Platz dann in so einem Museum, wenn man das so als nationales Projekt denkt, für solche marginalisierten Positionen oder Gegenerinnerungen? Das würde ich... Kann ich das? Ja. Also ich sehe das anders. Ich sehe da nicht, dass da nationale Einheit oder nationale Narrative im Zentrum stehen. In dieser Zeit, über die wir sprechen und die in der Ausstellung deutlich gezeigt wird, gibt es eigentlich noch keine Sicherheit über die Zukunft, über die Entwicklung, wie die Geschichte sich entwickeln wird. Es geht einfach nur darum, erstmal Sinn daraus zu machen aus dieser Katastrophe. Man muss sich das vorstellen, also wir schauen ja jetzt als Historiker auf die Vergangenheit, die 10, 30 Jahre vor uns zurückliegt. Da sind sich Historiker am Werk, die gucken sich die Quellen an, sie werten Quellen aus, sie machen Quellenstudium. Wir sind in dieser Zeit, 46, 47, 48, in der Zeit, wo noch die Historiker noch nicht dran waren. Die haben noch keine Forschungsarbeit geleistet, aber es ist schon das Bedürfnis da, darüber zu berichten, Evidenz zu liefern, zu sagen, dass es tatsächlich passiert. Und da sind dann die Beweise, Corpus Delicti, da sind die sozusagen die Gegenstände aus den Massengräbern, da sind die verschiedenen zerstörte Kulturgegenstände, einfach nur um Verbrechen zu dokumentieren gegen die Leugnung, gegen das Nicht-Wissen-Wollen in der Nachkriegsgesellschaft in Deutschland unter anderem, weil man ja auch wahrnimmt, dass die Deutschen sich als primäre Opfer von Hitler sehen. Und insofern ist es noch kein Narrativ da. Narrativ bildet sich erst in 60er, 70er, 80er, dann vor allem nach dieser Emanzipation 89, 91, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Aber erstmal gibt es weder nationale Einheit, die da beschworen wird, noch gibt es Gegennarrative. Ich sehe eher in diesen Ausstellungen, habe ich wahrgenommen, eher die Vielfalt von Diskursen und eine tatsächlich sehr liberale Politik des Ausstellens, die durch eine gemeinsame Klammer vereint ist. Man will Verbrechen zeigen, man will das für die Nachwelt aufbewahren. Und diese Vielfalt manifestiert sich in jüdischen Diskursen, sei es zionistischer Art, aber auch kommunistischer Art. Und es ist auch nicht unbedingt so, dass jüdische Erinnerung und kommunistische Erinnerung einander ausschließen. Also wir haben aus den Quellen, wissen wir, dass viele junge Juden im Kommunismus aktiv waren und dann auch im Ghetto-Widerstand war auch kommunistische Bewegung sehr, sehr präsent und sehr deutlich. Und es gibt kommunistische Narrative, es gibt aber nationale Narrative, es gibt eine Vielfalt an Narrativen, so wie wir das jetzt keine Longue-Durée-Linie von dieser Zwischenzeit bis in die heutige Zeit machen können, dass damals alle nur ihre Suppe gekocht haben. Nein, es war vereint durch den Wunsch zu sagen, es ist passiert. Ich würde sagen, beides stimmt. Ja. Und beides ist immer wahr. Also für alle Ausstellungen, die es gibt, stimmt beides. Es geht um den Beweischarakter, es geht darum, Dinge, die wichtig sind und zu wenig gewusst werden, vor den Vorhang zu holen und zu zeigen, hier, das ist wirklich passiert. Und zugleich geht es immer um diese identitätspolitischen Zwecke, so sehr sie in der unmittelbaren Nachkriegszeit auch noch nicht so klar waren. Aber natürlich ist, welche Geschichte erzählt man in der Ausstellung, abgesehen davon, dass man den Beweischarakter hat, geprägt davon, was will man damit identitätspolitisch, politisch und so weiter erreichen. Das stimmt ja immer, auch wenn ich über die sowjetischen Verbrechen gesprochen habe, die wir viel besser kennen müssten in Deutschland, Österreich und Westeuropa.
deswegen sind alle Museen, die das thematisieren, wichtig. Und gleichzeitig haben sie noch diese andere, diese sehr starke politische Schlagseite, dass sie sagen, ja, und jetzt machen wir Totalitarismus und Hitler und Stalin und externalisieren und sprechen nicht über die heißesten Kartoffeln, nämlich die eigene Mitverantwortung. Ja. Beides trifft immer zugleich zu. Das macht ja auch die Attraktivität dieser Museen aus, dass sie ja diesen Beweischarakter haben. Und je nachdem, wer das Museum gemacht hat. Also wenn es so Veteranen waren, Überlebende, machen es von unten, welche Identität haben sie? Die wollen nur sagen, wir sind nicht wie die Schafe auf die Schlachtbahn gegangen, wir haben gekämpft als Juden. Wir wollen uns nicht in dieser passiven Rolle sehen. Leningrader, die mit dem Blockademuseum sagen, wir haben die Stadt heldenhaft verteidigt. Ein Wunsch, das Trauma zu überleben, überstehen, indem man sich selbst heroisiert und normalisiert. Wir können das jetzt aus heutiger Perspektive sagen, diese Heroisierung ist falsch, ist langweilig, ist kommunistisch verbrämt, aber für Menschen, die da Museen gemacht haben, war es eine Hilfeleistung, mit dem Trauma umzugehen. Zu sagen, ich habe nicht umsonst gelitten. Vielleicht hilft es, wenn wir noch ein bisschen konkreter sprechen, über Fälle, wo wir das noch ein bisschen stärker auseinandernehmen können, auch diese unterschiedlichen Phasen, über die wir jetzt gesprochen haben. Ja? Also diese frühe Anfangszeit, wo wir jetzt eben uneinig sind, wie stark ist da schon so ein Narrativ ausgeprägt, und dann die 60er Jahre und dann 89. Es gibt so einen spannenden Fall, den Sie beschreiben, über das Jüdische Museum in Vilnius. Das haben Sie auch jetzt vorhin schon erwähnt, das 1944 gegründet wird und das 1944 bis 1949 eine Ausstellung zeigt der Vernichtung der litauischen Juden. Und dann eben geschlossen wird 1949 und 1989 wieder eröffnet. Mhm. Und da frage ich mich, ob das so ein Fall ist, wo man es vielleicht ein bisschen konkreter besprechen kann. Also was passiert da 44 bis 49? Ja, was gibt es da für eine Vorstellung? Warum wird das dann so abgebrochen? Und wenn es dann 89 wieder eröffnet, greift man da zurück auf diese Zeit 44 oder ist es sozusagen mit dem Bruch auch verloren gegangen? Also das konnte ich tatsächlich durch die Forschung nachweisen, dass die Ausstellung, die 89 eröffnet wird, sehr wohl anknüpft an diese allererste Ausstellung. Und das sind fast die gleichen Menschen, die gemacht haben. Das sind die wenigen überlebenden jüdischen Partisaninnen und Partisanen. Ja, die sammeln Archivmaterialien von aller Welt, von allen möglichen Exilanten, die jüdischer Abstammung sind und in Litauen waren. Und die haben immer noch diese Ausstellungspläne aus diesem alten Museum, was 1949 geschlossen wurde. Warum wurde es geschlossen? Es wurde das Vilniuser Jüdische Museum geschlossen, das Blockademuseum in Leningrad. Also es war eigentlich verschiedene Kontexte, kann man sagen. Für Stalin war alles, was mit Eigeninitiative, Lokalinitiative, ohne sein Veto sozusagen, war für ihn nicht möglich. Also das wurde unterbunden. Das musste verboten werden. Das war für ihn nicht tragbar, dass jemand da ein Museum baut und nicht irgendwie ihn ins Zentrum des Narrativs steht. Und deswegen kann man da noch nicht so ganz von Narrativen sprechen. Da war man noch sozusagen im Prozess des Bearbeitens und der Suche nach der Form. Und wie man nach der Form sucht, ich meine auch, wenn wir uns die Form der allerersten Denkmale anschauen, die errichtet wurden von den Veteranen, von Überlebenden, von Nachfahren. Sie haben heroische Form. Mhm. Ja, das ist der Wunsch, zu sagen, ich war Heldin, ich bin Held, also diese Agency zurückzugewinnen. So, und das Vilniuser Museum, was nach 89 eröffnet wird, schließt an diese Logik der Evidenzsicherung an, ganz deutlich. Er sagt, dass hier ist Panerei, das ist hier Massengrab, das ist unser Ghetto hier gewesen. Wir haben 130.000 Menschen bis Dezember 1941 verloren und das sind unsere Täter. Und die Täter schließen auch Litauer ein, also die litauische Polizeibataillone, die geschossen haben.
Und das war für Gesellschaften im Baltikum, was jetzt diese emanzipative nationale Erweckung hatte, Befreiung vom Sowjetsystem, eine Schockwirkung, weil in der sowjetischen Zeit wurde diese breite Kollaborationsbereitschaft der Litauer ja nicht thematisiert, das wurde ausgelagert, das waren die bösen Buben, die sind alle im Westen bei CIA und so, litauischen Nationalisten. Aber das sowjetische Narrativ war darauf aus, zu sagen, Litauer haben vor allem gelitten an deutscher Gewalt, ja, und nicht Juden. Das war die Lituanisierung der eigentlich jüdischen Opfer. Ja, und das ist diese Hypothek, die dann eine Schockwirkung hatte. Und wenn wir diese 90er Jahre uns anschauen, Lilian, du hast ganz toll präsentiert, wie dann diese ethische Wende kam mit diesem universellen Gedächtnis an den Holocaust. Gibt es auch zwei parallele Entwicklungen in Ost und West. Also in Westeuropa ist Jacques Chirac, der 1994 Verzeihung bittet, sich entschuldigt für das Vichy-Regime und sagt, nicht nur Deutsche waren bei uns Täter, sondern auch wir Franzosen. Und ein Jahr später, litauischer Präsident spricht in Knesset, macht das Gleiche, er sagt, Litauer waren auch beteiligt. So, das heißt, diese Politik der Reue, ja, der Anerkennung der eigenen Mittäterschaft ist hier ganz deutlich mit Holocaust als Crime of Crimes. Aber was ändert sich in den Nullerjahren? Ne? Was ändert sich da so massiv, dass man Holocaust nicht mehr als Crime of Crimes hat, sondern tatsächlich eher Kommunismus als das größere Übel, wie du das dargestellt hast. Was ist hier der Bruch? Was ist hier? Warum gibt es so? Der EU-Beitritt, sie mussten Ja, nicht mehr. Also tatsächlich, Ja. in gewisser Weise ist das wirklich so Symbolpolitik vorher und wenn man der EU beigetreten ist, kann man mitreden. Und dann kann man quasi die Prager Deklaration So einfach. verabschieden. Ich würde schon sagen, dass vieles von dem, was in den frühen 2000er Jahren passiert ist, so zu erklären ist. Also das Holocaust-Gedenkzentrum macht 2 Wochen vor dem ungarischen EU-Beitritt in Budapest auf und so, und obwohl die Ausstellung noch nicht fertig ist und sagt, hallo, hier, wir haben ein Holocaust-Museum und so. Das ist jetzt ein super kritisches Museum, das wirklich die ungarische Täterschaft mit Verantwortung thematisiert. Aber es Also geht wenn halt ich keiner darf, mehr kann hin. ich da noch vielleicht einen breiteren Rahmen nochmal ergänzen oder noch einen Punkt dazu fügen. Also ich sehe das nicht nur, diese Europäisierung oder die EU-Beitrittschancen, die dann verwirklicht wurden und dann kann man ja das alles vergessen und ausklammern. Ich denke, dass es hier dieser grundsätzliche Trend der Globalisierung und diese Renaissance des Nationalen, des partikularen Nationalismus. Nun, dass man sagt, es gibt irgendwelche anonyme Kräfte in der globalen Welt, die uns unsere Agency absprechen. Deswegen lieber beziehen wir uns auf das zurück, was wir schon kennen. Das ist unsere Nation. Ja, das ist also vor allem in dieser emanzipativen, nicht mononationalen Gemengelage doch ganz wichtig und positiv zu bewerten. Das ist eigentlich auch eine paradoxe Entwicklung, nicht? Also auf der einen Seite haben wir diese Globalisierung, also soziale Medien, man kann sich überall in der Welt vernetzen, in der gleichen Zeit kann man überall sein. Auf der anderen Seite diese archaische Entwicklung, der Wunsch zum Nationalen zurückzukehren. Und also so ein Nation-Building, was doch sehr stark auf ethnisch verstandene Nationen rekurriert. So, und ethnisch verstandene Nation wird gebaut anhand der Opferfigur. Und das ist diese Nationalisierung oder Selbstviktimisierung der Nation oder wie heißt es, Viktimisierung des Nationalismus? Victimhood Nationalism? Opfernationalismus, genau. Opfer ist ein gutes Stichwort. Opfernationalismus, genau. Darf ich noch einen Nachsatz? Ja, ganz kurz. Zurück zu 89. Ja. Ich würde betonen wollen, dass es immer eine Gleichzeitigkeit ist. Es ist nicht so, dass in den 2000ern diese Nationalisierung stattfindet. Die 90er Jahre sind geprägt von einer Gleichzeitigkeit, von einerseits, okay, seit 89 gibt es wieder ein jüdisches Museum in Litauen, es ist möglich, und gleichzeitig gibt es ein dominantes nationalistisches Narrativ, das völlig an den Rand drängt, und dass jemand irgendwo hinfährt und sich entschuldigt, ist eigentlich in den 90ern
sehr ambivalent und sehr dominiert von dieser nationalistischen Neuschreibung von Geschichte. Und ich würde immer diese Gleichzeitigkeit von beiden betonen wollen und nicht sagen, 2008 mit der Prager Deklaration passiert dann plötzlich irgendwie eine Renationalisierung, es ist Gleichzeitigkeit. Also auch in Kroatien paradoxerweise, die Ustascha-Symbole aus dem Zweiten Weltkrieg werden wieder ausgepackt und gleichzeitig erscheinen erste Bücher über den Holocaust, über den Antisemitismus. Ja. Und beides passiert gleichzeitig. Nationalistische Zuspitzung und Öffnung der Räume für Holocaust- und Antisemitismusdebatten und so weiter. Ja. Das ist hochspannend. Ich möchte den Aspekt der Darstellung der Opfer im musealen Kontext herausgreifen und vielleicht noch einmal einen Schritt zurückgehen, auch in der Chronologie und das vertiefen. Wenn wir uns die frühen Ausstellungen anschauen, die wir derzeit am DRM thematisieren, fällt auf, dass in vielen Fällen, nicht immer, aber in vielen Fällen die Opfer sehr anonym erscheinen und als eine Art Kollektiv dargestellt werden. Man kann das sehen in der Londoner Ausstellung The Horror Camps, wo wir diese Gräuelbilder erblicken und nicht verstehen, dass dies mehrheitlich Juden sind. Wir erfahren nichts über deren Biografie, nichts über deren Schicksal im Detail. Man kann es sehen in der Pariser Ausstellung Crime et Rien, wo die Opfer der Nation zelebriert werden, aber nicht als Individuen. Sie haben beschrieben, dass irgendwann eine Veränderung eintritt, dass eine Individualisierung, vielleicht auch eine Personalisierung eintritt, sehr konkret dann auch im Museumskontext. Und mich würde interessieren, ein bisschen mehr darüber zu hören, warum passiert das und wie verändert das denn konkret das Gedenken? Also zunächst zur Präzisierung, was wir schon sehr lange hatten, waren Porträtfotos und Personennamen und so weiter von Helden und Märtyrern. Das gibt es schon sehr viel länger. Ich habe dann jetzt versucht herumzureiten auf diese neue Entwicklung hin zu, oder neueren Entwicklung hin zu dem Ausstellen gewöhnlicher Opfer sozusagen, die nicht besonders herausstachen durch was auch immer. Das ist auch keine lineare Entwicklung. Wie ich versucht habe anzudeuten, in den 60ern zum Beispiel in der Liberalisierungsphase in Theresienstadt sind dann plötzlich die Zeichnungen der Häftlinge als Zeichnungen der Häftlinge da für ihre Geschichten. Der Museumsguide machen zwei Überlebende zusammen mit jemandem aus dem Museum und da gibt es einen Raum dafür, der schließt sich dann wieder. Dann kommt das wieder in den 80ern. Ich würde sagen, seit den 80ern gibt es diese sich immer weiter ausbreitende Tendenz, das, was uns heute so selbstverständlich erscheint, die Geschichte des Krieges durch diese Personen zu erzählen, das so zu machen. Und in meinem globalen Projekt, um darauf kurz zu sprechen zu kommen, finden wir, das ist auf die ganze Welt gereist. Wir finden überall Holocaust-Bezüge der wildesten und problematischsten oder auch guten Art und B, diese Individualisierung der Erinnerung. In Nanjing, in China, in Japan, in Ruanda wird diese Ästhetik aufgegriffen. Das heißt, das ist wirklich das, was am globalsten gereist ist, sozusagen, wobei es dann wieder für jedes mögliche nationalistische oder sonstige Narrativ verwendet werden kann oder instrumentalisiert werden kann. Aber genau, also ich habe mir zum Beispiel die Museumspublikationen aus den 60er Jahren aus Terezin und Slowakischer Nationalaufstand und Jasenovac angeschaut. Da waren auf den Fotos nur Höfe, Gebäude, Türme und wenn Menschen drauf waren, dann waren die eher störend, weil die Bildunterschrift hat sich nur auf die architektonische Struktur bezogen. Völlig undenkbar, dass heute so ein Museumskatalog ausschauen würde. Oder. Das hängt zusammen mit eigentlich den Role Models dem US Holocaust Memorial Museum, so kritisierenswürdig das als Museum ist, mit diesen Tower of Faces, mit diesen Privatfotos eines ausgelöschten jüdischen Dorfes. Das ist quasi überall auf der Welt zitiert worden in gewisser Weise. Jeweils für die Zwecke der Identitätsstiftung in dem jeweiligen Museum, aber das ist quasi ein globaler Trend. Ich finde es interessant, dieses Beispiel, denn es ist ja eben nicht nur individualisiert, es ist ja dann auch wieder ein Kollektiv. Und es wäre interessant zu fragen, das würde jetzt vielleicht den Rahmen hier sprengen, wie funktioniert das im Sinne einer Empathieproduktion und was für ein Kollektivbild wird dann durch diese einzelnen Individuen gleichwohl geschaffen? Wie ist das jeweils konfiguriert? Wollen wir übergehen zur Frage der europäischen Erinnerung? Ich traue mich gar nicht, diese Frage zu stellen jetzt, weil sie ist ja schon eigentlich beantwortet worden. Es gibt keine europäische Erinnerung, hat Katja Machotina gesagt. Aber ich möchte trotzdem noch ein bisschen nachbohren bei diesem Punkt. Also Sie haben Tony Judd zitiert, der eben am Ende seines
monumentalen Werks über die Geschichte Europas sagt, dass, also wenn Europa eine Zukunft haben will, dann muss es sozusagen diese Geschichte auch des Zweiten Weltkriegs erinnern und eine gemeinsame Erinnerung dafür finden. Und viele andere, auch Sie selbst, glaube ich, sind sehr kritisch, ob das geht. Sie haben uns viele Fallstricke genannt, also dass das so eine Dekontextualisierung mit sich bringt, dass das auch eine Möglichkeit ist, sozusagen die eigene nationale Verantwortung abzuleiten. Unterschiedslose Opfer schafft, so hat Dandina das genannt, kreiert das quasi so eine europäische Erinnerung. Es löscht auch konkurrierende Erinnerungen vielleicht aus. Also all das haben wir von Ihnen gehört und ich möchte trotzdem fragen, also kann es eine europäische Erinnerung geben, eine irgendwie geteilte Erinnerung, eine Verständigung, die diese Fallstricke vermeidet, ja, und die vielleicht auch gerade im deutschen Kontext vermeidet, dass es wieder so eine Möglichkeit ist, eben die eigene Verantwortung abzuleiten. Und ist es vielleicht auch heute besonders nötig, also stehen wir vielleicht auch heute an einem ganz anderen Punkt als noch vor 2, 3 Jahren mit eben dem Überfall auf dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, mit der Situation, wie wir sie haben, also der USA und einem immer stärker auflösenden Verhältnis zwischen Europa und den USA, mit dem steigenden Antisemitismus nach dem 7. Oktober und den globalen Verschiebungen da. Also sozusagen bei allen Problemen, die das mit sich bringt, ist es vielleicht aber nötig. 3 kurze Punkte dazu. Erstens historische Entwicklung. Wir haben eine Phase, würde ich sagen, in der eine Europäisierung und eine Anreicherung durch transnationale Bezüge in Europa eindeutig feststellbar ist. In Österreich 86 Waldheim-Opfermythos wird zu Grabe getragen. In dieser Zeit passieren ähnliche Dinge in vielen Ländern. Das heißt, es ist nicht mehr möglich zu sagen, Hitler ist schuld oder die Deutschen, sondern man spricht das über die eigene Verantwortung. Das ist in unterschiedlichen Ländern zu etwas unterschiedlichen Zeiten passiert, aber das war ein Fakt, dass hier ein Wandel stattgefunden hat. Das war das, wo das ursprünglich herkommt, diese Versuche der Begriffsannäherung, sozusagen diesen Wandel einzufangen. Was wir dann haben, ist dann so Projekte wie das Haus der europäischen Geschichte. Ne? Wenn wir über europäische Erinnerung sprechen, müssen wir über die reden, die es versucht haben, sozusagen. Wenn ich richtig informiert bin, ging so lange nicht, solange Maria Schmidt, die Direktorin des ungarischen Haus des Terrors, im Gremium saß und einfach immer alles blockiert hat. Danach ist was passiert, was manche sagen, ist ein fauler Minimalkonsens. Ja, weil darauf kann man sich einigen. Andere sagen, okay, es ist gelungen, eine Ausstellung über die europäische Geschichte zu erzählen. Da scheiden sich die Geister. Das ist normalerweise ein Qualitätsmerkmal für Ausstellungen, wenn es sehr unterschiedliche Interpretationsweisen dazu gibt. Also, aber die Gefahr des Minimalkonsens, okay, was sind die nacktesten Fakten, auf die wir uns einigen können, wenn wir versuchen, eine europäische Geschichte zu erzählen? Das ist halt die Gefahr, die immer bleibt. Von der Notwendigkeit heute, naja, keine Frage, wäre es sinnvoll, wenn wir aus dieser ganzen sehr gefährlichen Verstrickung auch von autoritären Tendenzen und Geschichtspolitik rauskämen und angesichts des explosionsartigen Ansteigens des Antisemitismus nach dem 7. Oktober, aber auch der komischen Russlandversteher, die doch viel weiter verbreitet sind als, also jetzt nach der Vollinvasion Russland verstehe, als nötig oder als verständlich wäre, wäre das natürlich unverzichtbar, wenn man hier wieder mehr gemeinsam auch die Verflechtungsgeschichte und die ähnlichen Erfahrungen thematisieren könnte auf eine sinnvolle Art und Weise, aber das Gegenteil passiert. Also das ist wirklich so ein, ja schön wäre es, aber wir sehen das Gegenteil wirklich. Okay. Ja, ich will die Frage natürlich auch an Sie geben. Ich will nur, weil Sie schon Nein gesagt haben, vielleicht ein Beispiel. Als Historiker ist man immer so ein konstruktiver Pessimist, nicht bloß ein Pessimist, sondern ein konstruktiver Pessimist. Ich sehe das sehr ähnlich. Ne? Also ich sehe, dass wir in der heutigen Zeit nur Nation als Bezugrahmen für Erinnerung haben. Ja? In Deutschland ist es auch nicht anders. Und Nation wird dann auch gebrochen durch verschiedene lokale Erinnerungen, die auch sehr divergierend sind. Wir hatten in der
tatsächlich ein Ideal von diesem Leid, das man nannte, dialogisches Erinnern, dass man das Leid der anderen integriert in das eigene Narrativ. Wir hatten kosmopolitisches, multivektorales Erinnern, wir hatten Erinnern als nicht-nationales Projekt. Das war die Diskussion 2010er Jahre so. Ne? Jetzt sind wir sehr, sehr weit entfernt von europäischen Erinnerungen. So weit waren wir noch nie entfernt von einem Projekt einer gemeinsamen europäischen Erinnerung. Aber was kann statt nationalen Bezugsrahmen, statt nationalen Referenzrahmen dienen für sozusagen Zielrichtung, für die Sinnstiftung der Erinnerung? Sozialismus kann es nicht mehr. Ja, es kann keine Ausstrahlungskraft mehr ausüben. Dieser humanitäre Universalismus mit dialogischen Erinnern angesprochen, ja, transnationale Erinnerung, das wird auch der aktuellen Gemengelage nicht gerecht, wenn ein Staat den Nachbarstaat angreift und die Existenz einer Nation abspricht und sagt, in der Ukraine gibt es keine Nation. Ja? Und wir haben auch die Ängste der baltischen Staaten, wir haben die Ängste von Polen, von diesem russischen imperialistischen Nationalismus und die sollten wir schon ernst nehmen. Ja? Und es wird ja versucht, es gibt ja Initiativen, um diesen humanitären oder humanistischen Universalismus auch im musealen Raum zu leben, in die Praxis zu überführen. Also es gibt Museum Karlshorst, das versucht durch die temporäre Ausstellungen oder Begleitprogramm, das Leiden der Ostmitteleuropäer auch mit zu bedenken in der Ausstellung. Also es ist nicht nur deutsche Gewalt in der Sowjetunion, sondern auch Integration von Molotow-Ribbentrop-Pakt als erinnerungskultureller Ort in die museale Ausstellung. Und trotzdem wird Karlshorst als russischer Ort wahrgenommen. Ja, also es ist ein schwer lösbares Problem, offen gesagt. Die Frage ist doch sehr offen. Was können wir anbieten als anderer Referenzpunkt als Nation? Und im Moment gibt es keine Lösung dazu. Ich würde da gerne widersprechen oder nochmal genauer nachfragen, aber... Lassen wir es erstmal so stehen und ich komme in Anbetracht der Zeit schon zur letzten Frage hier auf dem Podium. Sie sollen aber gleich auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Dafür haben wir noch gut 10 Minuten Zeit, also halten Sie sich gerne bereit. Mit der Bitte um kurze Antwort abschließend. Wenn wir uns diese frühen Ausstellungen zur NS-Besatzung in Europa heute anschauen, dann sehen wir natürlich viele Leerstellen. Die Verfolgung und Ermordung der Juden wird kaum thematisiert, von einigen Ausnahmen abgesehen. Andere Opfergruppen, Sinti und Roma, Homosexuelle, kommen gar nicht vor. So, das wären aus heutiger Sicht offensichtliche Beobachtungen. Wenn Sie heute auf die europäische Erinnerungslandschaft blicken, was sind die Leerstellen, die Ihnen am meisten ins Auge springen? Bei mir sind es immer Leerstellen vor der Haustür. Also es sind Orte, die eigentlich sehr nah sind an unseren Lebensmittelpunkt. Das sind die Massenfriedhöfe von osteuropäischen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeitern. Und es ist bis heute in der deutschen Gesellschaft verbreitet der Eindruck, dass die Vorfahren waren eigentlich alle im Widerstand. Ja, und niemand hat Zwangsarbeiter ausgebeutet und beschäftigt. Und wir haben in Deutschland 3500 Gräber dieser Art, nicht nur Zwangsarbeiter, sondern auch sowjetische Kriegsgefangene. Und es gibt noch sehr viel zu tun, also diese Leerstelle zu schließen. Warum waren diese Menschen hier? Was haben sie erlebt? Und da vor allem auch wichtig zu schauen, das sind nicht nur Russen gewesen, das waren ukrainische, belarussische, litauische, armenische Menschen etc. Und somit sozusagen auch diese Idee der Erinnerungsverantwortung eben nicht nur auf Russland zu beziehen. Eine große Leerstelle. Ganz kurz benannte einige Punkte, je nach Land, also in Österreich, aus dem ich ja heute angereist bin, zum Beispiel gibt es nach wie vor kein Holocaust-Museum. Angeblich soll jetzt irgendwas in diese Richtung passieren. Es gibt also Länder, in denen die Geschichte mittlerweile nicht mehr mythisch verklärt wird, aber trotzdem noch
allein es an Museen mangelt, woran sich jetzt Berlin nicht unbedingt ein Beispiel, also das für Berlin natürlich nicht zutrifft. Andere Sachen sind, in vielen Ländern, zu denen ich arbeite, werden Roma zum Beispiel nach wie vor auf eine himmelschreiend stereotype Weise dargestellt. Ja? Also wenn es nicht eine Ausstellung über Antiziganismus und Kontinuitäten ist, sondern die so irgendwie als Opfergruppe auch mitkommen, dann auf himmelschreiendste Stereotypen wird da zurückgegriffen. Das ist letztlich untragbar. Die Leerstellen sind die Sachen, die sich nicht eignen für Identitätsstiftung. Ja. Zum Beispiel ex-jugoslawischer Kontext. Ich hatte von Krieg um die Erinnerung gesprochen. Wofür da kein Platz ist, ist alles, was nicht interethnisch ist. Mhm. Also die Serbinnen, Serben, Jüdinnen, Juden und Roma und Romja wurden ermordet von den kroatischen Ustascha. Das ist alles ethnisch. Aber was ist mit der speziellen Rolle von Frauen als Häftlingen, von sexueller Gewalt? All das hat überhaupt keinen Platz in so einer Erzählung, weil es halt das Ethnische ist, das dominiert sozusagen. Und letztlich natürlich immer noch die heißeste Kartoffel für viele Ausstellungen ist die Frage der eigenen Mitverantwortung, nämlich auch schonungslos. Nicht nur die eigenen Politiker, wie wir es unten bei der Frankreich-Ausstellung bei Potin gesehen haben, der da gerade vor Gericht stand in der frühen Nachkriegszeit, sondern bis in die Bevölkerung hinein. Was ist mit Wildnerisierungen, was ist mit auch Geschlechterverhältnis in der lokalen Bevölkerung, Täterinnen zum Beispiel, nicht als dämonisierte Furien 3 Stück, sondern in der Gesamtgesellschaft zum Beispiel.